Die europäischen Emissionsrechtepreise, die Preise für EOAs, sind in den letzten Wochen und Monaten in der Tendenz gefallen. Aus der Spitze heraus haben die sich im Preis fast halbiert. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die viele so nicht erwartet hatten. Gründe dafür gibt es viele. Etwas flapsig könnte man sagen, es gibt mehr Verkäufer als Käufer, aber natürlich gibt es ökonomische Gründe dafür. Das hängt zum einen damit zusammen, dass dieser Winter relativ warm war. Man musste also im Prinzip nicht so viel Kohle und Gas verstromen. Gleichzeitig war es auch relativ windig, der Winter. Das hat auch nochmal geholfen. Dann ist es so, dass die deutsche Industrieproduktion insbesondere im energieintensiven Bereich im Moment große Probleme hat, weil die Energiepreise so hoch sind, wie sie sind. Und das führt natürlich auch nochmal zu einer geringeren Nachfrage nach Emissionsrechten. Gleichzeitig hat sich die CCS-Technologie, also Carbon Capture and Storage, weiterentwickelt. Die Technologie wird immer besser, sie wird immer stärker implementiert. Die Preise für CCS kommen nach unten und der Preis für Carbon Capture and Storage, das ist in gewisser Weise so die Obergrenze für das, was man sinnvollerweise für Emissionsrechte zahlen würde, weil dann gibt es immer die Arbitragemöglichkeit, verpresse ich das CO2 in der Nordsee beispielsweise unter der Nordsee oder kaufe ich ein Emissionsrecht, um Emissionen zu legitimieren. Und für Spekulanten, die Emissionsrechte halten für sehr lange Zeit, ist das eigentlich nicht so attraktiv, wenn der Preisdeckel, und das ist im Prinzip eine Art Preisdeckel, wenn der immer weiter nach unten kommt, weil der Preis für Carbon Capture and Storage immer weiter sinkt. Soweit, so gut. Das hat eben dazu geführt, dass die Preise jetzt dort sind, wo sie sind, neben vielen anderen Faktoren, die man sicherlich auch noch aufzählen könnte. Das hängt auch zusammen mit der Marktstabilitätsreserve und technischen Details. Da will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht so sehr drauf eingehen. Was ich eigentlich erzählen möchte, ist Folgendes. Ich bin vor ein paar Tagen von einem Kollegen etwas traurig darauf angesprochen worden, dass er sagte, Mensch, jetzt sind die EOA-Preise so stark gefallen, das muss doch schlecht sein für die Umwelt, weil jetzt wieder keiner den Anreiz hat, Emissionen zu reduzieren. Und das ist ganz falsch. Und das ist eine Denke, die gibt es bei vielen Volkswirten, in der Regierung sehr, sehr breit verbreitet, auch bei Journalisten sehr verbreitet, diese Denke, dass man einen sehr hohen Preis haben muss, damit der Mechanismus funktioniert, damit der Zweck der Emissionsreduktion erfüllt wird, damit ein Steuerungseffekt eintritt. Und das ist falsch, denn der Emissionshandel in Europa, der basiert auf einer Mengensteuerung, nicht einer Preissteuerung. Das heißt, der Mengeneffekt, der Reduktionseffekt, der ist immer gegeben. Es ist quasi politisch vorgegeben, wie viele Rechte es jetzt gibt, wie viele Rechte es im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte geben wird. Damit wird der Reduktionspfad bestimmt, garantiert. Alle diese Rechte, die jetzt da sind und eines Tages noch freigegeben werden, die werden eines Tages auch gebraucht werden. Und damit ist dieser Emissionspfad vordefiniert. Und der Preis, ja, das ist dann eben der Preis, der sich am Markt ergibt für die Menge an Rechten, die auf jeden Fall auf den Markt kommen werden. Und wenn die Vermeidungskosten nach unten gehen, wie das jetzt aktuell der Fall ist, ja, dann fällt auch der EOA-Preis. Aber das hat absolut keinen Effekt auf die Umwelt. Der Umwelteffekt, der Emissionseffekt, der Emissionsreduktionseffekt, müsste man sagen, ist immer da, der ist garantiert da und der ist unabhängig vom Preis. Eine ganz, ganz wichtige Nachricht an alle, die sich im Laufe der letzten Wochen vielleicht Sorgen gemacht haben, dass der fallende EOA-Preis hier negative Effekte auf die Umwelt haben könnte.